Nicht nur Champions sind wichtig, sondern auch die Ausstattung. Und natürlich bekommt ihr, wenn ihr Raid spielt, im Laufe der Zeit einfach bessere Ausrüstungsgegenstände und bessere Schmuckstücke. Soweit war es jetzt auch auf meinem Free-to-Play-Account 25. Es war Zeit, alle meine Champions nochmal komplett neu auszustatten. Ich habe euch versprochen, euch in einem Video auch mitzunehmen. Das machen wir jetzt. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Und zwar geht es heute darum, dass auf meinem Hell Hades Challenge Account Free-to-Play 2025 es einfach an der Zeit war, alle meine Champions nochmal komplett neu auszustatten. Wie konnte ich das machen? Es ist ja auch im Augenblick kein kostenloses Artefakt-Entfernungsevent, doch ich bin zum Glück mit Level 52 in die verfluchte Stadt reingekommen und in der verfluchten Stadt konnte ich mir zumindest einmal ein einstündiges Item auch im Posteingang auch mit kaufen. Das Ganze habe ich gestern auch genutzt, um alle meine Champions auszuziehen. Da sprechen wir gleich drüber, sobald ich hier mit dem Run vorbei ist, denn mein kleiner Account ist im Augenblick bei den Arbiteraufgaben dabei, mittlere Tränke zu farmen. Also ich suche gar keine großen Tränke, ich suche mittlere Tränke, denn wir müssen noch ein paar der ganz großen Tränke überhaupt mal zusammenfassen. Ich muss sagen, was die anderen Creator teilweise hinbekommen, ist der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt auch schon Creator, die haben 8 Level 60er am Start. Ich bin gestern auf meinen 7. Level 60er gegangen. Ich gebe euch zusätzlich zu dem Thema Ausrüstungsgegenstände und Ausstatten der Champions dann natürlich auch noch ein kleines Update, wo ich bei dem Challenge-Account an sich stehe. Vielleicht fangen wir damit ganz kurz an. Es ist auch gar nicht viel. Wir sind hier bei den Aufgaben, genau hier bei dieser Dungeon-Aufgabe, mische 10 gigantische magische Tränke. 6 Stück fehlen davon noch. Wenn ich jetzt mal einen Blick drauf werfe, dann sehen wir, okay, klappt noch nicht ganz. Ich kann noch nicht 6 weitere auch zusammen craften. Deswegen, ich muss noch ein bisschen Energie da auch mit reinstecken. Hoffe natürlich lieber darauf, dass wir noch ein paar mehr mittlere bekommen und nicht die kleinen. Aber was vor allem fehlt, ist Silber. Ihr seht 30.000 Silber. Silber ist mit das größte Problem. Deswegen werde ich noch ein bisschen in die Dungeons danach auch mit reinlaufen. Toi, toi, toi. Es hat sich auch durch die Arbeiteraufgaben eine ganze Menge Juwelen auch mit angesammelt. Was habe ich die letzten Tage gemacht? Was habt ihr noch nicht mitbekommen seit dem Stream am Montag? Ich habe meine, ich glaube, das waren 14 oder 15 antiken Splitter geöffnet. Warum? Ich wollte ja den Level 60er machen und ich habe einfach Food dafür gebraucht. Natürlich, ich hätte auch ganz viel der grünen Splitter aufmachen können. Aber bei ein bisschen Glück auf diese Progressivchance, also von gestern, hatte ich darauf gehofft, dass wir Gleika ziehen. Der hätte meinen Account auch sehr stark vorangebracht. Wobei auch heute die Champions natürlich sehr gut sind. Also ein Necmo auf dem Account wäre auch sehr, sehr großartig. Doch die Splitter sind jetzt weg und ich habe vor allem auch wirklich Glück gehabt in dem Sinn, dass ich das bekommen habe, was ich haben wollte. Und das ist Food. Ich habe 3 epische Champions gezogen und 3 Champions, die ich gar nicht unbedingt spielen will. Das eine war der schwarze Bär, das war Hexia und ich glaube noch Lutetia oder so. Natürlich könnte ich diese epischen Champions auch für die Fraktionskriege aufheben, für die Fraktionskriege auch benutzen. Doch sie sind eher nur so mitteldurchschnittlich gut bis auch eher noch etwas schlecht. Also ich will da auch gar nicht groß rein investieren. Und ich vermute, dass ich in den nächsten 2 Monaten auch in den Fraktionen noch bessere Champions bekomme, um mir zumindest diese Sterne aus den Fraktionen zu holen, bis vielleicht Level 13. Denn das waren 3 Champions, in die hätte ich sowieso nicht investiert. Also habe ich sie als Futter benutzt. Was hat mir das Ganze gebracht? Ich habe einen neuen Level 60er im Bunde und das ist wie angekündigt Aox der Erinnerer. Wir haben hier bei Aox auch schon fast alle Bücher mit drauf. Mir fehlen noch 2 epische Bücher, die aber sehr wichtig sind, vor allem für den Clanboss, um die Chance zu erhöhen, auch Gift auf der A1 zu setzen. Wir sind bei den Masteries zumindest schon mal bis zur letzten Stufe hochgekommen, müssen aber auch noch unbedingt hier in den Scharfschützen mit rein, um auch auf der A1 noch mal 5% mit draufzulegen, dass ein Gift platziert wird für den Clanboss. Und ich kann schon mal sagen, es hat sich gelohnt, wenn wir da mal einen ganz kurzen Blick auf den Clanboss werfen. Ich bin heute Morgen mal reingegangen. Ich habe einfach über Schnellkampf auf brutal noch einen Key gespielt und wir sehen,
Wo bin ich? Wo bin ich? Hier bin ich 24,6 Millionen mit dem neuen Team. Und zwar habe ich Kael tatsächlich rausgenommen und nicht Ruella. Das ist so ein bisschen die Frage, bei der ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt Kael oder Ruella rausnehme. Da werde ich noch ein wenig rumprobieren, bei wem es sich mehr lohnt. Aber ich glaube, dass die Schwächung von Ruella plus der Giant Slayer am Ende mehr Schaden macht, als wenn von Kael das Gift kommt. Kann ich aber beides ausprobieren. Erstmal ganz wichtig, ich bekomme hier einen One-Key auf brutal hin und zwar sogar im Schnellkampfmodus. Auf Albtraum mache ich ja im Augenblick 3 Keys, das ist auch relativ stabil. Wir sind hier irgendwo bei 45 Millionen gewesen. Das Ziel ist natürlich, und darauf hoffe ich jetzt, dass ich mit AUX auch 2 Keys hinbekomme. Jetzt ist der Albtraum-Clan-Boss rote Affinität gewesen. Es ist für ganz viele Champions von mir, wie für Alice, natürlich auch schlecht. Deswegen, das waren dann so 17 und ein paar zerquetschte. Wir brauchen knapp 20 Millionen für einen 2-Key, also 39, 17 braucht man unterm Strich. 20 Millionen pro Key sollten rausspringen, damit es nicht zu knapp wird. Da werfen wir heute einen Blick drauf, wie sieht es mit Void-Affinität aus, wenn ich da in Void-Affinität auch mit reingehe. Denn ich habe meine Champions umgebaut und darüber wollen wir jetzt ja auch sprechen. Wie habe ich das gemacht? Worauf habe ich geachtet? Und welche Ratschläge gebe ich euch, wenn auch ihr in der Situation seid, eure Champions auch umzubauen? Kleiner Disclaimer vorab, wenn ihr mit eurem Account natürlich weiter seid, wenn ihr nicht nur 8 Champions habt, wenn ihr vielleicht nicht nur 10 Champions habt, sondern ihr habt 50, dann ist es nicht empfehlenswert zu sagen, ich werde alle meine Champions leer machen, außer ihr habt einfach ein, 2 Tage Urlaub, habt Spaß drauf und geht dann 100% da rein, eure Champions neu zu bauen, denn das ist eine sehr, sehr zeitintensive Aktivität. Ich blende euch hier auch nochmal ein Video ein. Ich bin 2024 damals auf meinem Free-to-Play-Account genau in der Situation gewesen, dass ich schon einen etwas größeren, etwas umfangreicheren Account auch nochmal komplett neu gebaut habe, inklusive Clan-Boss-Team, inklusive Arena-Team. Nur das war dann schon noch etwas weiter und ich glaube, aus den Videos, auch wenn sie schon etwas älter sind, da könnt ihr auch noch eine Menge mitnehmen. Ich verlinke euch das Ganze unten auch nochmal in der Beschreibung, also schaut euch das Video ganz gerne an. Ist auch eines der am häufigsten aufgerufenen Videos. Es sind in Summe 2, das initiale Cleanup und dann auch noch eins, ich glaube nochmal ein paar Tage später, bei dem es dann auch weiterging, also rund um die Baustelle Account 2024. Vielleicht kommt, wenn ich mit der Challenge durch bin, hier auch noch ein dritter Teil, wenn ich meinen 2024 Account wieder rausnehme, weil da wartet inzwischen eine ganze Menge auf mich. Was ist der schnellste Weg, um alle Champions auszuziehen? Einfach als kleiner Trick. Also zum einen, was habe ich vorher gemacht? Ich habe hier über den Posteingang das Item mit rausgenommen. Von welchem Item spreche ich, wenn ihr hier in die verfluchte Stadt geht? Dann gibt es ja immer wieder diese Belohnungen hier, dass ihr für eine Stunde kostenlos Artefakte, Schmuckstücke von euren Champions auch entfernen könnt. Das Ganze befindet sich dann im Posteingang, wenn ihr das verdient habt. Ich habe hier im Posteingang dieses Item eingesammelt, habe diesen 1-Stunden-Timer getriggert. Und das erste, was ich dann gemacht habe, ich habe alle meine Champions, die Items anhatten, direkt in die Reservehöhle gesteckt. Und, also ihr seht, wenn ich das jetzt mache, ich werde jetzt hier gefragt, okay, der Champion geht in die Reservehöhle. In der Reservehöhle können Champions keine Items anhaben. Das ist sozusagen dann wirklich das Lager für zum Beispiel die Fraktionswächter. Und wenn ihr eben dieses Item vorher aktiviert habt, dann habt ihr auf der rechten Seite einfach nur Entfernen stehen, ohne einen Silberbetrag. Aber auf der linken Seite habt ihr auch Vernichten stehen. Klickt nicht auf Vernichten. Ansonsten habt ihr alle eure Ausrüstungsgegenstände verloren und ihr dürft bei Null anfangen. Also ganz wichtiger Schritt. Denkt zweimal drüber nach, wo ihr hinklickt. Macht das nicht im volltrunkenen Zustand. Klickt hier rechts auf Entfernen und nicht links auf Vernichten. Und was danach passiert, ihr habt alle Champions komplett im leeren Zustand. Also die meisten bei mir sind noch in der Haupthöhle, weil sie noch nicht wiedergebaut sind. Also eine Petrifia, ein Lucan, ein Tagor, eine Morek. Die sind hier alle noch im Augenblick auf der Warteposition, um sie zu bauen. Also der erste Schritt war, alle erstmal ausziehen, von der Reservehöhle dann wieder in die Haupthöhle zu schieben, sozusagen als Warteraum. Was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe mir überlegt, was sind meine wichtigsten Champions, was sind die Champions, die mein bestes Gear bekommen, die ich mir als erstes anschaue. Und genau diese Prioritäten, die geht man dann Schritt für Schritt auch durch. Was ist für euch in den Prioritäten wahrscheinlich wichtig? Es ist das Clan-Boss-Team wichtig, euer Kern-Dungeon-Team,
beziehungsweise das Arena-Team, das ihr auch benutzt. Und welche Champions das genau sind und wie das bei euch aussieht, ist von eurem Account abhängig und je nachdem, wo ihr im Spielverlauf schon seid. Wenn ihr 3, 4 Monate im Spiel seid, dann sieht das anders aus. Also auch hier verweise ich wieder auf mein Baustellenvideo. Und da war es auch so ganz klar, Prio 1, das Clanboss-Team, das muss auch laufen. Da kommen die besten Belohnungen raus. Prio 2, das Arena-Team, denn ihr wollt ja Marken sammeln, um dann auch bei den Arbiteraufgaben zum Beispiel weiterkommen. Und dann geht es natürlich in die anderen Champions. Vermutlich habt ihr über das Clanboss-Team und über das Arena-Team die wichtigsten eurer Champions dann sowieso schon gebaut und dann kommt einfach Schritt für Schritt ein Champion nach den anderen, den ihr für die verschiedenen Dungeons braucht. Und danach kommen dann alle Champions, die ihr normalerweise nur in den Fraktionskriegen spielt, die ihr in den Secret Rooms im Doom Tower spielt oder noch vielleicht in der verfluchten Stadt. Also genau diese Prioritäten sollt ihr auch durchgehen. Und ich habe bei mir mit Alice angefangen. Und wenn ihr euch noch an mein letztes Bild erinnert, dann war es ja so, dass Alice in den 4 Teilen dieses Wildsets auch gebaut war. Also wenn wir hier mal ganz kurz in das Wildset mit reinschauen, dann sehen wir, hier sind die Level 16 Items, die sie anhatte. Also wirklich dieses super Schild, Crit-Quote, aber ein ideales Schild, nicht unbedingt für einen Angriffsprozent-Champion. Es hat natürlich dafür gesorgt, dass sie auch sehr stabil war. Also das Schild ist super. Diese Waffe war so okay, es hat vor allem Geschwindigkeit gefehlt. Es ganz gute Angriffsbrust, aber auch ohne Geschwindigkeit. Unterm Strich war sie für mich tatsächlich zu langsam. Das war so eines der Knackpunkte. Mit diesem Wildset hat sie natürlich ordentlich auch mit reingepfeffert. Jetzt bin ich in der glücklichen Situation gewesen, dass aus diesen verschiedenen Turnieren, die ich auch gewonnen hatte, doch ganz gutes Unnachgiebig-Gear auch mit rausgesprungen ist. Also über diese Schuhe hatten wir im Stream das letzte Mal schon gesprochen. Also wir haben Geschwindigkeitsschuhe, die mit Glück sogar Geschwindigkeit unten drunter gerollt hatten. Critquote, Angriffsprozent und Genauigkeit. Also wirklich perfekte Schuhe für sie. Dann kommt hier auch nochmal Geschwindigkeit, Angriffsprozent, Crit-Damage. Und wir haben hier einen Helm mit Geschwindigkeit, Critquote und Angriffsprozent. Also wirklich 3 super perfekte Unnachgiebig-Teile. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich die Alice nicht tatsächlich so vom Wildset in Richtung unnachgiebig bewege. Natürlich fehlen mir 25% Defense Ignore und ich kann jetzt schon spoilern, im Augenblick bemerke ich das auch, aber ihr seht hier rechts, das Artefakt-Verbesserungsevent hatte noch nicht gestartet. Das heißt, wenn ich alle diese Artefakte auf 16 habe, ich vermute, dann wird sie auch von dem Impact, den sie vom Schaden austeilt, deutlich stärker sein als vorher, trotz Wildset. Stand jetzt macht sie ein bisschen weniger Schaden, aber sie hat ja auch viel weniger Angriff. Was habe ich ihr als Brust gegeben? Sie hat eine Angriffsprozent Brust mit Crit-Quote unten drunter. Auch hier ganz viel Potenzial, was den Angriff angeht. Und sie ist jetzt der erste Champion, den ich habe mit Crit-Damage-Handschuhen. Auch hier steckt nochmal ordentlich Potenzial dahinter, auch mit Crit-Quote. Und dieses Schild, das sorgt einfach dafür, dass es mich glücklich macht, weil es sorgt für genau 100% Crit-Quote. Wenn wir uns die Werte anschauen, ist sie damit jetzt ja noch nicht ausgebaut. Das wird sie dann sein, wenn alle Items auf 16 sind. Bei knapp 40.000 Leben, das sind also 10.000 Leben, stand jetzt weniger als vorher. Sie hat auch weniger Defense als vorher, da war sie auch eher schon bei knapp 3.000 und sie hat auch noch weniger Angriff. Sie war ja auch über 5.000, aber da werde ich auch noch mit rankommen. Was sie dafür hat, im Augenblick 181 klingt noch nach nicht so viel, aber natürlich kommen hier noch mindestens 10 beziehungsweise, und wenn ich hier noch kurz in den Sandteufel auch mit reingelaufen bin, bekommen wir hier auch noch mal bis zu 12 dazu, also bis zu 11 dazu, das heißt 21 kommen noch mal dazu. Sie hat also 202 Geschwindigkeit und ist damit deutlich schneller als diese 173, die sie vorher hatte. Sie hat auch deutlich mehr Crit-Damage. Vorher war sie ungefähr bei 180, jetzt hat sie 228 und gerade wenn die Handschuhe ausgebaut sind, ist sie höher. Sie hat sogar mehr Genauigkeit mitbekommen, im Augenblick genau 300 Genauigkeit. Ich bin also davon überzeugt, dass dieses Bild besser ist als dieses Wildbild. Und ja, die Wild-Items, die freuen sich darauf, wenn ich irgendwann mal einen anderen guten Nuker auch mit ausstatten will. Stand jetzt habe ich keinen anderen Champion so in dieses Damage Gear auch mit reingesetzt. Aber die schauen wir uns mal an, was ich aus den Champions auch gemacht habe. Ja, das Relentless Gear geht weiter. Ich habe es auch, gerade Ugo ist im Endgame auch sehr gut als Alternative in Relentless gebaut. Zum Beispiel auch für die Hydra.
Und mein Duo-Video Ugo und Alice, vielen Dank für die positiven Kommentare, die auch dazu gekommen sind. Die haben natürlich auch gezeigt, wie gut die beiden in den unterschiedlichen Bereichen des Spiels sind. Das sind meine Minotaurus-Farmer, die zwei als Duo. Sie haben die Nightmare-Kampagne gespielt und gerade im Unnachgiebig-Set kommt natürlich Ugo deutlich häufiger an den Heal. Es ist noch einfacher an die A2 zu kommen. Es ist etwas schwieriger im Automodus tatsächlich, weil natürlich, also man muss da schon drauf achten, dass man vielleicht die A2 nach der ersten Welle ausschaltet, wenn die nur einmal kommen soll. Aber wenn man manuell spielt, ist es definitiv viel besser. Man hat viel öfter die verschiedenen Skills und Fähigkeiten auch dabei. Was ich gemacht habe, und das ist auch so ein Tipp an euch, ich habe alle Werte der Champions vorher gescreenshottet und bei mir in mein Notizbuch, in mein OneNote dann auch mit reingenommen. Und als ich gestern diese Champions gebaut habe, ich habe auch nicht den Hell Hades Optimizer genutzt, ich habe das auf der Couch gemacht, ganz gemütlich, eher so nach Daumen, denn ich habe ja noch nicht so viele Items, da geht es noch ganz gut. Und wenn ich mir einen Blick auf die Werte werfen, dann habe ich genau diese Screenshots immer als Vergleich genommen, was hatte der Champion vorher und wenn ich den Champion jetzt so baue, also natürlich in der Ankleide, ganz wichtiger Punkt, ich bin hier immer mit dem Filter in die Ankleide gegangen und habe erstmal probiert. Dadurch sieht man hier unten auch die neuen Werte. Und die neuen Werte, die konnte ich dann mit meinen Screenshots vergleichen, denn es war mir natürlich wichtig, dass ich keinen Rückschritt mache, bloß weil ich von den Stats dann zum Beispiel in ein Set auch mit reingehe. Und Ugo hat überhaupt keinen Rückschritt gemacht. Ja, es sind minimale Rückschritte im Augenblick bei Defense und bei Lebenspunkten auch noch mit dabei. Ich glaube, es sind auch ein paar Genauigkeitspunkte weniger, aber auch genau hier sind wir in der Situation. Ihr seht, es ist gerade mal eines der Items auf Level 16, alle anderen sind noch auf 12 beziehungsweise sogar auf 11. Und das ist auch der beste Indikator dafür, dass ich jetzt die neuen Items genommen habe, dass die neuen Items besser sind als die alten. Mal so eine Überarbeitung, nachdem ihr 1, 2, 3 Monate spielt, gerade wenn eine kostenlose Artefaktentfernung ist, kann ich jedem empfehlen. Später im Spiel, wenn ihr schon sehr lange spielt, dann werdet ihr eher darauf achten, dass ihr so einen Champion nach dem anderen mal umbaut. Gerade die Champions, die ihr am häufigsten spielt, die vielleicht immer in jedem Live-Arena-Fight zum Einsatz kommen, die eine wichtige Rolle bei der Hydra einnehmen, die könnt ihr dann verstärken und das restliche Gear, das geht dann auf die Champions, die so ein bisschen in die Secret Rooms, in die Fraktionswächter und dann auch in die verfluchte Stadt auch mit reingehen. Ein Riesenindikator also, dass ich neues, gutes Gear auch bekommen habe, dass das genau nicht das Level 16 Gear ist, was Ugo vorher auch getragen hat. Also Ugo ist jetzt auch in unnachgiebig. Ich springe mal ganz kurz hier zur Verderbenspriesterin. Da habe ich das restliche Unnachgiebig-Kit hin. Ich habe hier auch das Glück, dass ich noch ein paar Geschwindigkeitsschuhe hier habe. Also auch hier alles noch auf Level 11. Aber eine Verderbenspriesterin in unnachgiebig ist natürlich super. Weil immer wenn sie drankommt, wird ein Debuff geglänzt und sie heilt. Man möchte auf jeden Fall, dass sie drankommt. Also bei ihr ist das Unnachgiebig-Set definitiv sehr, sehr gut platziert. Welcher Champion kam aber nach Alice und Ugo als nächstes? Das war Apotheker. Denn was muss Apotheker machen? Apotheker muss vor allem schnell sein. Vorher hatte er 280, jetzt hat der Apotheker sogar 281, also mehr als vorher. Und zusätzlich ist er stabiler. Wir hatten einen Apotheker bei knapp 2000 Defense, jetzt ist er schon bei 2300. Und ihr seht, es gibt noch einen Defense-Brust zu leveln. Das Schild lässt sich noch ein bisschen leveln, auch das Defense-Amulett. Also überall ist noch Potenzial für noch mehr Defense, weil das war mir schon wichtig. Mir nützt ein super duper schneller, aber sehr anfälliger Apotheker leider nichts, wenn ich bei dem Feuerritter in 20 auch stabil farmen will. Deswegen war eben wichtig, die Geschwindigkeit so einigermaßen zu halten. Ich wäre wahrscheinlich auch 10 Geschwindigkeit runtergegangen, hätte ich auch nicht schlimm gefunden. Was anderes braucht er nicht. Der braucht keine Genauigkeit. Crit-Quote kann er nehmen, weil seine Heilung auch critten kann, aber er heilt eigentlich so auch gut genug. Also er braucht auch diese Crit-Heilung nicht unbedingt. Deswegen Defense, darauf habe ich jetzt mehr Wert gelegt. Aber wie es sich so schön ergeben hat, kam auch wieder durch neue Gegenstände, die auf irgendwelchen Champions verteilt waren, weil sie neu dazugekommen sind, weil ich sie auf andere Champions gepackt hatte, tatsächlich bessere Werte raus. Also auch hier hat es sich direkt gelohnt, ihn umzubauen. Der vierte Champion, den ich gebaut habe, ging in Richtung Clanboss und hier Aox. War eigentlich auch der Anlass, dass ich das gestern schon gemacht habe und nicht heute Abend auf dem Stream gewartet. Apropos, heute Abend auf Twitch bin ich wieder am Streamen. Schaut gerne vorbei, dann schauen wir uns den Account auch gerne an.
und ich versuche auch noch Progress im Doom Tower zu machen. Das hebe ich für heute Abend auf. Schauen wir mal, ob mir die neuen Builds auch helfen, die 120 zu knacken oder auch auf der Hardstufe noch ein wenig weiterzukommen. Und natürlich brauche ich noch ein bisschen Silber. Das Silber erfarme ich mir vorher noch, Artefakte level ich vorher vielleicht auch noch mal schauen, zu was ich heute tagsüber auch komme. Denn das Ganze ist zeitintensiv. Zum Glück habe ich noch Zeit. Ich habe im Augenblick auch noch frei. Deswegen kann ich das auch so machen, weil immer wieder natürlich die Fragen kommen, wie ich es denn schaffe, dann auch den Account so schnell voranzubringen. Ich kann mich auch sehr, sehr intensiv auf den Account fokussieren. Ich kann sehr intensiv im Augenblick auch spielen. Auch wenn meine Familie gerade krank ist, ich bin zum Glück wieder gesund und kann so ein bisschen Zeit neben der Pflege doch beiseite legen, um das Spiel zu spielen, beziehungsweise auch das Video für euch aufzunehmen. Apropos Video aufnehmen, einmal pro Video muss das natürlich sein. Wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch meine Videos auf dem Kanal gefallen, wenn ihr neu seid, auch nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich über euer Abo, ich freue mich aber noch mehr, wenn ihr regelmäßig die Videos schaut. Damit ihr nichts verpasst, hilft euch aber das Abo. Am besten noch die Glocke aktivieren und auf diesem und auf anderen Videos sehr gerne einen Daumen nach oben und auch euer Kommentar abgeben. Konstruktives Feedback, Lob, nehme ich alles gerne auf. Freut mich und motiviert mich auch weiterzumachen und euch weiter mit Themen rund um Raid Shadow Legends zu versorgen. Und damit wieder zurück zu AUX. AUX selbst habe ich jetzt auch in ein Set gebaut und zwar hat es mich ein bisschen motiviert. Ich habe dieses nette Schild aus dem Unerschütterlich-Set aus dem Marktplatz gekauft für relativ wenig Geld. Und Defense-Prozent und Geschwindigkeit hat mich schon mal motiviert. Crit-Quote ist natürlich auch noch mal gut, weil ich noch nicht wusste, auf welchen Champion das geht. AUX selbst braucht die Crit-Quote nicht, aber wir haben hier schon mal einen Doppelroll in Defense und das sorgt natürlich für einiges an Stabilität. Warum ist dieses Set sehr gut für den Clan-Boss? Es gibt ja ein Grundlagenvideo zu den Artefakt-Sets, aber hier nochmal ganz kurz: minus 30% Schaden aus feindlichen Flächenangriffen. Der Clan-Boss macht 2 Flächenangriffe von seinen 3 Angriffen. Also die A3, die A2 sind beides Flächenangriffe. AUX bekommt pauschal 30% weniger Schaden. Also ist ein super Set, um beim Clan-Boss zu überleben. Und selbst mit diesen Level 11 Gegenständen, die er hat, und ja, der letzte Slot fehlt natürlich noch wegen der Arbiter-Aufgaben. Da muss ich ja dann einen Kraft-Champion, einen Magie-Champion, einen Seelen-Champion jeweils noch auf Rang 6 bringen, sobald ich an dieser Aufgabe dran bin. Deswegen hebe ich mir das auch noch auf. Also noch eine Menge Potenzial von den Werten besser zu werden. Ist auch erst Level 44 und da bei knapp 40.000 Lebenspunkten schon 2100 Defense. Ich denke, wenn alles hochgelevelt ist, nähere ich mich auch den 3000. Das ist mir auch sehr wichtig. Und von der Geschwindigkeit im Augenblick immerhin etwas höher als der Albtraum-Clanboss. Also ich komme zumindest einmal dran, bevor der Clanboss drankommt. Und das ist wichtig, weil ich muss ja minus Angriff auf den Clanboss setzen. Und das ist auch der Mehrwert, warum ich AUX auf 60 gebracht habe. Das ist die A3. Ich bekomme einen Angriffsverringerer gesetzt und zwar den großen, deswegen auch keine Petrifia, sondern AUX. Denn diese 50% Angriffsverringerer auf der im ersten und im zweiten Angriff vom Clanboss sorgen dafür, dass ich deutlich länger überlebe. Und bei dem letzten Albtraum-Run, den ich gestern schon mit AUX gemacht habe, trotz roter Affinität, ich hatte überlebt, glaube ich, bis Runde 27 oder so. Und vorher war auch immer bei Runde 20 Schluss. Also man merkt dieses Minusangriff enorm, auch wenn ich im Augenblick dadurch, dass Kael mit dem Gift rausgenommen worden ist und AUX noch keine Bücher in der A1 hat, deutlich weniger Gift auf dem Clanboss habe und damit weniger Schaden. Also 2 epische Bücher fehlen mir noch. Da hoffe ich natürlich drauf, dass ich da bald wieder hinkomme. AUX war also der 4. Champion, den ich gebaut hatte. Wie ging es weiter? Natürlich habe ich mich auf meine 60er fokussiert. Da bleiben noch übrig Coldheart, Kael und Ruella. Coldheart war tatsächlich die nächste. Ihr seht, mein Starter-Champion Kael, ich habe ja auch in der Vergangenheit in den letzten Videos auch schon beschrieben, wie sehr er ins Schattendasein rückt. Ich benutze ihn natürlich hin und wieder. Er hat immer mal wieder noch eine Rolle, aber er ist deutlich weniger wichtig als die anderen Champions, die bei mir fester Bestandteil in den Dungeon-Teams sind. Und dazu gehört auch ganz einfach eine Coldheart, die bei verschiedenen Dungeons sowohl den Heilungsverringerer sitzt, den Rundenmeter kontrolliert und deswegen ist sie auch der nächste Champion gewesen, den ich als Priorität gesehen habe. Was ist bei ihr wichtig? Bei ihr ist es wichtig, dass sie auf 70% Crit-Quote kommt, damit der Heartseeker dann auch maximalen Schaden macht und danach möglichst viel Crit-Damage.
mit ausreichend Genauigkeit. Und das waren ein paar Baustellen. Also Cold hat enorm von diesem Umbau profitiert. Sie war vorher bei knapp 170 Genauigkeit, also noch nicht unbedingt ready für die Stufe 20 Dungeons. Da braucht man ja schon um die 200 Genauigkeit. Sie hatte weniger Crit Damage und sie war stand jetzt noch ein bisschen schneller. Aber wir sehen, ich kann noch ein bisschen glyphen. Wir haben hier noch viel mehr Potenzial, auch für Crit Damage mit drin. Auch Überlebensfähigkeit, Lebenspunkte, Defense, da geht natürlich auch noch mehr. Wir können also schon noch ein bisschen davon profitieren, auch diese Items hochzuleveln, wenn ich denn Silber hätte. Wie ich noch plane, an Silber zu kommen, da gehen wir auch im Rahmen dieses Videos noch mal ganz kurz drauf ein. Nur damit ihr meine Cold Hard auch ganz kurz gesehen habt. Als nächstes kam dann Ruella mit dazu, weil auch Ruella mir persönlich wichtiger ist als Kael. Bei Ruella ist der Schaden tatsächlich sekundär. Wichtig war mir, dass sie einigermaßen schnell ist, dass sie genug Genauigkeit und auch ein bisschen Überlebensfähigkeit hat. Sie ist noch nicht da, wo ich sie gerne haben möchte. Das heißt, bei 35.000 Leben, es ist einfach noch unter 40.000. 40.000 sehe ich ein wenig als das Minimum. Auch Defense möchte ich auch eher in Richtung 2.500 gehen. 2.000 ist mir noch etwas zu wenig. Mit um die 200 Geschwindigkeit bin ich ganz zufrieden und Genauigkeit hat sie auf jeden Fall genug. Wir sehen auch hier auf Stufe 12, wir bekommen hier also garantiert 14 Geschwindigkeit nochmal dazu. Diese Defense-Brust, es kommt also genauso hier noch ein bisschen Defense dazu, wie bei den Handschuhen. Auch da kommt noch ein bisschen mehr Defense dazu. Deswegen mit dem neuen Bild von ihr bin ich auch zufrieden. Was sind natürlich gute Sets? Wahrnehmung ist immer ein gutes Set. Geschwindigkeit ist ein gutes Set. Und ich habe auch so gut wie jeden Champion irgendwie punktgenau im Einsatz, weil natürlich punktgenau dafür sorgt, dass ich mehr Genauigkeit bekomme, mehr Geschwindigkeit und potenziell sogar noch mehr Genauigkeit. Und fast alle meiner Champions brauchen Genauigkeit. Wenn ich einen Blick drauf werfe, Alice braucht Genauigkeit, Ugo, Coldheart, Kael, Ruella, Aux. Der einzige, der sich ohne Genauigkeit zurechtfindet, ist ein Apotheker, aber selbst der hat punktgenau, denn er braucht zusätzlich Geschwindigkeit und auch Geschwindigkeit kann ich hier aus den Schmuckstücken nochmal mit rausziehen. Punktgenaue Schmuckstücke sind für jeden Champion gut. Um jetzt endlich mal zu dem zu kommen, den ich jetzt so ein bisschen ja, ins Abseits gestellt hatte, den guten Kael. Ich bin ja beim Doom Tower Hard auch am ersten Boss am Greif vorbei. Ich konnte diesen Boss ein bisschen farmen und war damit in der Lage, auch gutes Material hier auch aus dem Wächter-Set auch zu schmieden. Wenn ich mir das anschaue, dieses Schild zum Beispiel ist auch super schön geworden. Geschwindigkeit, Crit-Quote, Lebenspunkte. Was möchte ich bei dem Set natürlich haben? Geschwindigkeit und Lebenspunkte vor allem. Ich habe ja so eine eingebaute Regeneration, dieses Heil pro Zug um 10%. Zusätzlich, wenn der Champion stabil genug gebaut ist, kann ich auch noch Schaden der anderen auf mich nehmen. Natürlich fehlt hier noch was, dass er diese Rolle auch wirklich 100% einnehmen kann. Hier Level 8, 12, 12, 11. Also es fehlt noch einiges, damit Kael dann auch die Rolle, die ich ihm jetzt angedeihe, dann übernehmen kann. Das ist schnell genug zu sein, mit ausreichend Genauigkeit zumindest noch Gift zu verteilen, um dann noch einen kleinen Einfluss zu nehmen. Er wird keinen signifikanten Schaden mehr durch die A2 machen. Also er macht keinen klassischen Schaden, er soll das restliche Team supporten und durch den Gift Schaden machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Es sind wirklich gute Gegenstände auch dabei gewesen. Hier Geschwindigkeit, Lebenspunkte, Defense-Prozent, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Lebensprozent und das Ganze dann noch gewürzt mit zumindest ein bisschen Crit-Quote, dass er auch gerade bei den Fraktionskriegen oder auch so dann ein wenig Schaden machen kann. Deswegen hat er noch meine schon ausgelevelten Crit-Quote-Handschuhe mit Geschwindigkeit und Genauigkeit auch bekommen. Also das sind die Werte, die Kael braucht, aber er verändert sich vom Damage-Dealer zum Debuffer. Das ist die Rolle, die er übernimmt und über dieses Wächter-Set soll er das restliche Team einfach noch ein bisschen überleben lassen, noch ein bisschen beschützen. Aber auch hier das Silber, das ich als nächstes verdiene, geht erst in das Leveln. Natürlich für Alice, für diese ganzen Gegenstände, damit Alice wieder so stark wie möglich wird, weil sie den kompletten Account-Stand jetzt auch trägt. Wukong ist noch eine ganz wilde Zusammenstellung, komplett ohne Set. Hier bin ich jetzt aber auf 100% Crit-Quote gegangen, fast kein Crit-Schaden. Er hat jetzt auch deutlich zu wenig Genauigkeit, aber er war auch vorher bei mir noch nicht gut gebaut. Die einzige Rolle, die Wukong Stand jetzt hat, ist, er ist meine Speed-Aura in der Arena. Was anderes macht er so gut wie gar nicht. Ja, als wir den Doom Tower vorangegangen sind, hat er auch immer mal wieder einen Stun gesetzt und war das Opfer. Für den Fall, dass ihr meinen Stream am Montag nicht gesehen habt,
Wukong hat eine Aufgabe im Team und zwar er wird angegriffen, er stirbt, also er zieht die Aggro auf sich. Damit werden aber meine anderen Champions nicht angegriffen. Er selbst steht wieder auf, wird wieder angegriffen, stirbt, steht wieder auf. Und damit komme ich ganz gut sogar ohne Supporter auch aus. Also diese Taktik mit Wukong, die hat mich durch den schweren Doom Tower bestimmt 10 Stufen auch mit weitergetragen. Ja, seht es im VOD auf Twitch, in der Twitch-Bibliothek beim Stream von Montag. Was ich trotzdem gemacht habe, ich habe jetzt mal meine Level 50 Sabita in mein Schutzset gesteckt. Und zwar auch aus dem Schutzset konnte ich mir ein paar Items craften. Die Schmiede, absolut super Platz. Und auch da sind ein paar ganz nette Gegenstände rausgekommen. Okay, immerhin Lebenspunkt Prozente Brust mit Widerstand ist okay. Auch Lebenspunkt Prozent Schuhe. Geschwindigkeit wäre mir lieber, aber damit bringe ich zumindest mal ein bisschen mehr Lebenspunkte mit. Wahrscheinlich das beste Item, auch wenn es nur 4 Sterne hat: Geschwindigkeit, Lebenspunkte Prozent und Lebenspunkte Handschuhe auch mit Geschwindigkeit. Das Ganze mit zweimal punktgenau gewürzt, damit zumindest etwas Geschwindigkeit reinkommt. Also wir sind, und ihr seht das jetzt schon, in Bereichen, in denen die Builds nicht mehr sehr gut sind. Denn die sehr guten Builds, die sind natürlich diesen anderen Champions auch vorbehalten. Und jetzt habe ich nur noch Items, die okay sind, die gut sind, die mich in den Fraktionskriegen voranbringen. Zum Beispiel schon auf Raz gebracht. Hier hatte ich ja im Hinterkopf in irgendeinem Video schon drüber gesprochen, dass bei ihm tatsächlich dieses Heilset ganz gut passt. Er muss ja hauptsächlich auf 100% Crit-Quote kommen. Er ist auch temporär, damit ich diese Handschuhe noch nicht auf 16 bringen muss, noch hier mit 2 Crit-Quote Ausrüstungsgegenständen, damit die noch ein bisschen zusätzlich Crit-Quote dazu kommt, ausgestattet. Die werden irgendwann gelöscht. Also der Helm ist schon ganz nett. Hier die Brust ist auch eher schlecht. Die werden irgendwann wieder entfernt, sobald ich genug Silber habe, um auch die Handschuhe auf Level 16 zu bringen. Genauso mein Bellower. Ein Bellower ist einfach der perfekte Kandidat für ein Stunset. Ich habe noch einen zweiten Champion. Perfekter Kandidatin für ein Stunset ist hier auch Sinesha. Die hat auch einen AOE auf der A1. Also auch Sinesha kann mit einem Stunset wirklich super agieren. Bellower ist natürlich damit super. Hat eigentlich das einzige Stunset abbekommen, was ich zusammenstellen kann. Stand jetzt Geschwindigkeit ist hier wichtig. Überall Geschwindigkeit drauf. Und hier fehlt zwar die Geschwindigkeit, aber ich musste ja dieses Vierer-Set auch irgendwie zusammenbekommen. So habe ich mir den im Deutschen Mordbrüller dann auch zusammengestellt. Ich vermute, er geht auch bald auf Rang 5. Vielleicht ist es auch ein Kandidat für Rang 6, weil er hat ja schon sehr, sehr nette Debuffs auch. Momentan kommt er gerade heute zum Einsatz bei den Fraktionskriegen. Apropos Fraktionskriege, das kann ich euch noch ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr hier in den Filter reingebt, für den Fall, dass ihr noch nie irgendwas mit den Voreinstellungen gemacht habt, als ich gestern diesen 1-Stunden-Counter aktiviert habe, alle meine Champions ausgezogen und meine Alice gebaut hatte, was habe ich dann gemacht? Ich habe das Set von Alice direkt als Voreinstellung abgespeichert. Das heißt, wir haben hier, ich habe das von der Benamung Damage Dealer mit Genauigkeit, also Accuracy, in Relentless abgespeichert, dass jeder andere Champion auf Knopfdruck genau diese Items haben kann. Und gestern waren die Zwerge bei mir noch offen und ich glaube, mir hat das Ganze in Summe nochmal 7 Sterne gebracht, weil ich habe dann auf Knopfdruck einem Zwerg genau dieses komplette Set anziehen können. Die anderen Zwerge habe ich dann noch hier, genau, ihr seht hier unten dieses zweite Set, einmal in Bolster auch gesetzt und hier unten einmal noch in eine Geschwindigkeit, dann auch mit 100% Crit-Rate, aber ohne Genauigkeit. Also das waren so 3 Sets, die habe ich an den Zwergen gebaut, habe ich so auch abgespeichert und später habe ich dann die anderen Charaktere gebaut. Für mich hat es aber gereicht, um bei den Zwergen ein paar Sterne zu sammeln. Wenn also kostenfreie Artefaktentfernung ist, ich vermute, es wird nächste Woche soweit sein, dass wir wieder wahrscheinlich so von Mittwoch bis Samstag, Mittwoch bis Sonntag kostenfreie Artefaktentfernung haben. Da möchte ich natürlich richtigen Fortschritt bei den Fraktionskriegen machen. Und das passiert ganz einfach darüber, dass ich von den besten Champions hier, also von Alice habe ich es natürlich schon, aber auch, dass ich von Ugo sage, ich speichere mir hier dieses Relentless Kit. Das ist ja dann alles auf 16 gelevelt. Also das ist die beste Ausstattung. Und in so einer kostenfreien Artefaktentfernung, also ihr könnt mit einer besten Ausstattung deutlich einfacher 3 Sterne erreichen, als wenn ihr auf euren Fraktionschampions nur so die Reste habt. Ganz klar, für die Zeit zwischen diesen kostenfreien Ausstattungen ist es mit den Resten wichtig, damit ihr regelmäßig eure Glyphen farmen könnt. Und Glyphen solltet ihr jeden Tag farmen. Lasst eure Fraktionskriege hier nicht ausfallen. Natürlich geht die Welt nicht unter, also bevor ihr euch damit stresst,
macht euch keinen Kopf. Wenn ihr effizient spielen wollt, dann lohnt es sich hier wirklich auch mit reinzugehen. Und wir sehen, also was ich definitiv probieren werde, ist heute auch mal diesen Boss anzugehen mit meiner neuen Ugo, mit dem gebauten Bellower. Dafür muss ich auf den zweiten Bellower noch ein paar Items auch mit drauf werfen. Vielleicht mache ich auch noch ein paar grüne Splitter auf und versuche dieses Food hier noch auf Level 30 zu bringen und dann vielleicht sogar hier auf Abschnitt 6 3 Sterne zu machen, über den Boss drüber zu kommen und hier noch ein paar zusätzliche Sterne zu sammeln. Wenn es heute nicht klappt, nicht so wild, aber natürlich finde ich es schöner, hier 1 bis 3 Sterne, vielleicht sogar 2 bis 4 Sterne Glyphen zu bekommen, als hier unten 1 bis 2 Sterne Glyphen. Völlig klar, umso höher die Glyphen sind, umso besser werden die Champions und so werdet ihr auch euren Account Schritt für Schritt besser machen können. Unterschätzt diese Glyphen nicht und diese Glyphen könnt ihr nicht kaufen. Also selbst wenn ihr kein Free-to-Play-Spieler seid, wenn ihr wirklich die Kreditkarte zückt, euch Mega Champions gekauft habt, vielleicht sogar Gear gekauft habt, weil auch das muss man ja normalerweise erfarmen. An Glyphen kommt ihr nur ran, indem ihr bei den Fraktionskriegen auf Fortschritt macht und jeden Tag die Fraktionskriege macht. Gut, soweit zu dem Update, soweit dazu, wie ich diesen Prozess durchgegangen bin, meine Champions nochmal neu aufzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet euch auch ein paar Tipps mitnehmen, wie ihr das mit euren Champions macht, wie ihr das auf eurem Account macht. Und dieser Input, der hat euch motiviert, auch nochmal einen Blick auf eure Items zu werfen. Ich bin aber noch nicht ganz durch. Ich habe euch ja noch versprochen, ich wollte euch noch Tipps dazu geben, wie ich dann auch noch an Silber komme und was ich auch noch mache. Ich werde, wenn ich jetzt auch diese restlichen paar Champions, die ich hier habe, also gerade diese oberen Reihen, also alle, die jetzt noch in den Fraktionskriegen auch unterwegs sind, die werden jetzt ausgestattet. Was ist danach wichtig? Danach könnt ihr hier wirklich aufräumen und seid auch nicht zu zurückhaltend, was das Löschen angeht. Denn ihr müsst euch überlegen, ihr habt einmal eure besten Champions mit eurem besten Gear ausgestattet. Ihr seid dann hier mit reingegangen und ihr habt immer noch gutes Gear auf eure Fraktionshelden auch mit draufgesetzt. Und wenn ihr dann hier drüber geht, behaltet wirklich nur noch, was wirklich spitzenmäßig ist, was vielleicht gerade in den Zusammenstellungen aber keinem Champion gepasst hat. Ich denke hier zum Beispiel, was war ein schönes Item, was noch niemand anhat, aber was ich sicherlich nicht loswerde. Genau, das ist jetzt hier diese Genauigkeitsbrust, 6 Sterne mit einem 17er Geschwindigkeitsroll und Widerstand. Also das ist natürlich eine sehr gute Brust, die natürlich Stand jetzt keinem Champion passt. Die kriegt vielleicht auch irgendein Fraktionschampion. Vielleicht ziehe ich sie aber auch keinem Fraktionschampion an, weil es sie nicht braucht. Das hebe ich natürlich auf, ganz klar. Aber alles andere, wenn ihr hier reingeht und einen Blick werft, okay, was ich habe jetzt hier noch 3 Helme von Relentless. Der Helm bringt Widerstand, Geschwindigkeit mit. Hier habe ich nochmal einen guten Geschwindigkeitswert. Hier, der ist so gemischt, ein bisschen Angriffsprozent, ein bisschen Geschwindigkeit, ist auch nur 5 Sterne. Das heißt, den Helm kann ich dann löschen, angenommen, er bleibt noch übrig, nachdem ich die anderen Champions ausgestattet habe. Deswegen, damit gehe ich davon aus, nochmal an Silber zu kommen. Das gleiche natürlich auch bei den Schmuckstücken, gerade normale Schmuckstücke. Wenn ihr euch das anschaut, ich habe hier einen Punkt genau, ich habe hier einen Punkt genau. Okay, Cold Heart ist jetzt eine kleine Ausnahme. Ich habe hier dreimal punktgenau, dreimal punktgenau, zweimal punktgenau. Wenn ihr jetzt noch die Gelegenheit habt, heute beginnt auch nochmal ein Turnier dazu, wo ihr auch ein paar Turnierbelohnungen einheimsen könnt. Geht damit rein. Ich kann bei mir, glaube ich, Stand jetzt sicher die 16 farmen. Okay, es beginnt in 2 Minuten, es ist noch nicht so weit. Die 16 kann ich sicher farmen. Vielleicht probiere ich später auch auf die 20 zu kommen. Das wäre natürlich super, weil ich dann keine 4-Sterne-Items mehr bekomme. Und da verbringe ich garantiert noch ein bisschen mehr Energie. Zusätzlich dazu, dass ich auch meinen 68er haben will. Wer wird mein 68er? Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich brauche für die Arbeitermission irgendwann nochmal einen Magie-Champion, den ich auf Rang 6 bringen kann. Und ich brauche einen Void-Champion. Also Stand jetzt vermute ich mal, dass Sabita ganz weit oben im Rennen ist, was den Void-Champion angeht. Für den Magie-Champion ist natürlich Petrifia noch eine Möglichkeit. Tagore wäre eine andere Möglichkeit, auch wenn Tagore noch auf 40 ist und auch ungebuckt. Ich tendiere gerade ein bisschen zu Petrifia, weil mir Aux durch die schwache Affinität beim Eisgolem 20 nicht hilft. Das probiere ich aber vorher aus. Wenn ich den Eisgolem 20 auf Auto zum Laufen bekomme, jetzt nach dem Umbau, dann brauche ich Petrifia nicht auf 60 bringen. Ich glaube, noch am meisten interessiert mich dann eine Cornelia, weil damit kann man wirklich in das ein oder andere auch cheesen. Also sie selbst kann ja Gegner einschlafen,
auch gut für den Sandteufel, wenn ich da auch mehr Progress machen will. Sie selbst kann auch sehr toll heilen und sie kann auch bestimmte Bosse solo farmen. Und ich glaube, wenn ich so laut darüber nachdenke, dass Cornelia mein nächster Magie-60er werden kann, weil ich da gerade einiges rumschieße. Ich habe noch einen anderen guten Champion mit dem Gepäck, Jarek. Wenn ich ihn jetzt oben hätte, also der wäre natürlich ein Highlight, gerade für den 120er Boss im Doom Tower, auch mit dem Minus-Angriffsverringerer auf der A1. Bloß da, wo er jetzt ist, auf Rang 4, ungebuckt, da nutzt er mir, glaube ich, nicht unbedingt viel. Da können wir aber gerne heute Abend im Stream noch mal drüber sprechen. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auch vorhabt, bei euch noch mal umzubauen. Was sind eure Baustellen, an denen ihr bei euch im Account auch seid? Habt ihr einzelne Champions vor der Nase, die ihr baut? Oder wollt ihr auch mal so einen kompletten Account-Reset machen und einen Blick drauf werfen, wie ihr den gesamten Account einfach weitermacht? Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mich dabei zu begleiten, meinen Account auf Vordermann zu bringen. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Bis dahin, habt noch viel Spaß mit Raid, habt noch viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bo.